Willkommen bei Alpin Apologia, deinem Kanal für christliche Apologetik. Heute geht es um den definitiven Gottesbeweis, nämlich den Gottesbeweis über die Information. Es wird wohl 2 oder 3 Videos dafür geben, damit ich euch nicht zu viel aufs Mal zumute, da wir etwas Grundlagenarbeit zum Informationsbegriff selber vor uns haben. Inspiriert wurde ich hierbei durch das Buch Information, der Schlüssel zum Leben von Werner Gitt. Ein recht anspruchsvolles Buch mit knapp 500 Seiten, aber absolut empfehlenswert. Damit ihr euch aber nicht da durchackern müsst, versuche ich es mit einer sehr knappen Übersicht über die Grundlagen, die Werner Gitt mit seiner Arbeit in den 80er Jahren gelegt hat. Er hat nämlich als erster Wissenschaftler den Informationsbegriff über die rein statistische Ebene herausgehoben. Des Weiteren hat er gültige Naturgesetze zu dieser sogenannten universellen Information formuliert, die bis heute nicht widerlegt werden konnten und damit die Grundlage des eigentlichen Gottesbeweises sind. Fangen wir also an. Übrigens, auch diesmal habe ich die Folien als PDF unten in der Beschreibung verlinkt, damit ihr jederzeit den Überblick habt, wenn ihr wollt. Was ist also Information? Was für viele vielleicht überraschend ist, es gab bis vor wenigen Jahrzehnten keine eigentlich wissenschaftliche Definition von Information, abgesehen von den statistischen Aspekten, zum Beispiel der Entropie nach Claude Shannon. Werner Gitt führt nun den Begriff der sogenannten universellen Information ein. Wir nennen das ab jetzt UI, um es abzukürzen. Und zwar definiert er es ganz kurz so: Die UI ist eine aus kodierten Symbolen abstrakt dargestellte Botschaft, die eine oder mehrere Handlungen bewirkt und einem Ziel dient. Und merkt euch jetzt schon, es geht immer um eine Stellvertreterfunktion. Das heißt, die Zuordnung zwischen Wirklichkeit und Kodierung ist das Ergebnis eines geistigen Prozesses. Wir reden hier also nicht von Fotografien oder Piktogrammen, die eine tatsächliche Situation darstellen, sondern abstrakte Darstellungen, wie das Alphabet oder ägyptische Hieroglyphen zum Beispiel. Nun definiert Werner Gitt 5 Ebenen der Information und man ist sich da einig, dass das absolut korrekt ist. Wir haben erstens die Statistik, eben Shannons Theorie, dann haben wir die Syntax, die Semantik, die Pragmatik und die Apobetik. Und wir schauen uns jetzt genau an, was das bedeutet. Erstens die Statistik, das ist die physikalische Dimension von Informationen, wie wir sie kennen, also Übertragungsmedium, sei es Funk, Schall, elektrische Signale und so weiter. Die Speichermedien gehören hierzu, auch der verwendete Zeichensatz, also zum Beispiel unser Alphabet oder das griechische Alphabet, auch Verschlüsselung, Komprimierung etc. gehört alles in diesem Bereich der Statistik. Deshalb hat Shannon auch wirklich mit Formeln, mit mathematischen Formeln arbeiten können, wie man hier sieht, die Entropieformel, hat übrigens nichts mit der physikalischen Entropie zu tun, ist ein bisschen unglücklicher Begriff. Ja, und das war's schon. Nach Shannons Definition ist jede beliebige Zeichenkette Information. Ob sie Sinn macht oder nicht, ist irrelevant. Das Einsatzgebiet ist klar, das ist in der Technik. Nun kommen wir zu der Ebene 2, die Syntax. Die Syntax bestimmt, welche Strukturen in einer Sprache erlaubt sind und welche nicht, so wie wir es kennen. Hier ist der Code ein definierter Satz von abstrakten Symbolen, eben keine Fotos, wie ich erwähnte. Und man muss wissen, dass um einen Code zu verstehen, müssen sich Sender und Empfänger auf gemeinsame Regeln geeinigt haben. Also die gleiche Sprache sprechen sozusagen. Das wiederum setzt Intelligenz voraus. Dann gibt es hier auch noch den Aspekt der Grammatik, also der Regelsatz, wie die Symbole des Codes angeordnet werden können. Das kennen wir alles aus der Schule, auch den Wortschatz, den Satz der möglichen Codekombinationen. Die dritte Ebene ist die Ebene der Semantik und die das Wort kennen, das ist die Ebene der Bedeutung und die kann eigentlich nur entstehen, indem das Objekt eindeutig definiert wird. Das wesentliche Merkmal der universellen Information ist die aktuelle Botschaft. Und merkt euch jetzt schon, universelle Information kann nicht durch zufällige, ungesteuerte physikalische oder chemische Prozesse entstehen. Geht einfach nicht, aber wir kommen später noch dazu. Die UI wird von jemandem ausgesandt und von jemandem empfangen, aber nicht zwangsläufig verstanden. 4. Ebene ist die Ebene der Pragmatik. Auch dieses Wort ist vielleicht einigen schon bekannt. Pragmatik ist die Kunst, richtig zu handeln und es bezieht sich auf die Reaktion des Empfängers, die der Sender von ihm wünscht oder erwartet. Und hierunter gehören programmierte Handlungen, also von Maschinen oder Computern. Es gehört instinktives Handeln dazu, antrainiertes Handeln. Also es betrifft nicht nur Menschen.
Weitergehend gibt es flexible und kreative Handlungsweisen, zum Beispiel erlerntes Handeln, Umgangsformen, Handwerk, einsichtiges und intelligentes Handeln, kann nur der Mensch, intuitives Handeln, auch nur beim Mensch und intelligentes Handeln nach freiem Willen, auch nur beim Mensch. Auch hier wieder, physikalisch-chemische Prozesse verlaufen immer in der von den Naturgesetzen vorgeschriebenen Richtung, das heißt in Richtung des Gleichgewichtszustandes, wie man von den thermodynamischen Gesetzen kennt. Kommen wir zur obersten Ebene der Apobetik. Das Wort Apobetik ist wahrscheinlich den wenigsten bekannt. Es kommt aus dem Griechischen Apopeinon, bedeutet Ziel, Ergebnis oder Ausgang. Die Apobetik bezieht sich somit auf das geplante Ziel, also das Ergebnis, das der Sender erreichen möchte. Wortwörtlich das Ziel der universellen Information. Die darunterliegenden 4 Ebenen, die wir vorher betrachtet haben, sind lediglich Mittel zum Zweck. Merke, es ist kein Naturgesetz, Prozess oder Vorgang in der materiellen Welt bekannt, wonach die Information, die universelle Information von selbst in der Materie entstehen kann. Auch ganz wichtig. Die Apobetik wird als letzte Ebene verwirklicht, ist aber eigentlich als erste im Kopf des Senders entstanden. Schauen wir uns das mal an. Wir sehen hier Sender und Empfänger und die jeweiligen 5 Ebenen, die eigentlich alle 5 vorhanden sein müssen in der universellen Information. Und da gibt es die gesendete Information, die empfangene Information und ja, ihr könnt das selber nachlesen. Also es geht von der Statistik vom Signal bis zu oberst zum beabsichtigten Ergebnis respektive erreichten Ziel, je nach Sichtweise. Wie gesagt, das PDF ist in der Beschreibung verlinkt. Ja, und damit ist dieses Video schon am Ende. Das war Teil 1. Was ist eigentlich Information? Was sind die 5 Ebenen der Information? Statistik, Syntax, Semantik, Pragmatik und Apobetik. Das ist eine wichtige Grundlage, bis wir zum zweiten Video weitergehen, den eigentlichen Naturgesetzen zu dieser universellen Information. Damit wünsche ich Gottes reichen Segen und bis zum nächsten Mal bei Alpin Apologia.